Spielfeld. Seit September befindet sich hier der zentrale Grenzübergang zwischen Slowenien und Österreich auf der offiziellen Balkanroute. In den ersten Monaten mussten Flüchtende hier unter unmenschlichen Bedingungen auf die Weiterfahrt warten. Dieser öffentlich sichtbaren Überforderung versucht Österreich nun beizukommen. Seine europamoderne Strategie? Grenzmanagement. Jetzt im Spielfeld wird die größte Sammelstelle in ganz Europa, das wird die größte Aufnahmecenter. Okay. So haben sie die Behörden gesagt. Wir haben kleine Kinder, müssen jeden Tag in die Schule gehen. Wenn wir irgendwo gehen, vor unserem Haus ist Polizei, Bundeswehr, das ist nicht gut. Und wir haben immer mit diesem Betrieb gelebt, von diesen LKW-Fahrern und von den Gastarbeitern. Ja. Wir haben Stammkunden, was kommen zum Beispiel hier seit 20, 30 Jahren. Und jetzt ist dieses passiert und jetzt kommt nichts mehr. Ja. Das ist ein Problem. Aber Stimmung, alles, wenn du fragst, zum Beispiel von hier bis Kreisverkehr, jedes gegen die Flüchtlinge und das alles. Ja. Aber mir persönlich stört überhaupt nicht, weil Flüchtlinge, ja, die Leute die flüchten von dem Krieg, dort ist Krieg. Aber einzige, was mir stört, wir sind alles gesperrt. Ich verstehe es nicht, warum ist alte Grenze noch so, das verstehe ich momentan nicht. Wir haben uns gefragt, warum die Grenze dann eigentlich zu ist. Welche? Diese Grenze meinen Ja, Sie? hier die alte Grenze. Ja, das hat sehr viele Menschen fahren hierher, sehen, hier sind Flüchtlinge unterwegs, und wenn wir jetzt wieder 2.000, 3.000, 4.000 Menschen hier stehen haben, das ist natürlich eine sehenswerte Situation, dass sie ihre Autos stehen lassen und einfach Flüchtlinge schauen gehen, ja? Ohne dass jetzt einfach nur über die Grenze fahren. Das wäre so eine Situation, wo wir sagen müssen, ja gut, so geht es dann nicht. Ne? Als Beispiel. Schauen Sie, jetzt war gesagt, es wird diese Woche alte Grenze geöffnet. Dann war schon gesagt mit Montag, okay, ist heute nicht. Ne? Dann haben sie gesagt, 23. Schauen wir mal, wenn es 23. Problem auf slowenischer Seite, es ist alles zu. Alle Geschäfte sind zu. Friseur, Gashäuser. Bäckerei ist schon auch zu, Free-Shop zu, das ist 80% Gäste in Österreich ist ja da, aber ist leider diese Gäste haben wir momentan nicht hier. Ich bin schon 22 Jahre da Dienst, aber jetzt muss ich suchen in Maribor oder in Österreich arbeiten. Hier gibt es glaube ich nichts mehr, wenn ich so weiter, ne? Wenn ich nicht. Das ist das Problem, ja. Wir haben von der Behörde gehört, der Zaun wird ungefähr 3,7 Kilometer. Aber ob wir einen Zaun brauchen oder nicht, ich finde nicht normal. Wir brauchen keinen Zaun, wirklich wohl. Das ist nicht schön. Dieser Zaun ist keine Absperrmaßnahme, also kein Grenze dicht machen, sondern gehört zu diesem Gesamtkonzept, das wir hier gerade aufbauen, dazu, dieses Grenzmanagement. Es geht darum, dass wir verhindern müssen, wie wir es bereits im Oktober, wie es da bereits passiert ist, dass wenn sich größere Menschenmassen, wenn dieser Druck zu groß wird und diese Menschenmassen sich aufmachen und versuchen rechts und links von der eigentlichen Grenzkontrolle über die grüne Grenze zu kommen und sich unkoordiniert in Richtung Deutschland aufmachen, das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Und dafür dient auch dieser Zaun als Teil dieser Maßnahme. Grenzmanagement. Das bedeutet staatlich kontrollierte Migration. Auf beiden Seiten der Grenze werden hochfunktionale Lager errichtet, um die Flüchtenden unterzubringen, zu registrieren
und vor allem koordiniert weiter zu transportieren. Das erfordert internationale Absprachen, zeugt paradoxerweise jedoch zugleich von dem Vorrangsprinzip nationaler Interessen. Flüchtende sollen bloß nicht unregistriert die Grenze passieren, um notfalls zurückgeschoben werden zu können. Im besten Fall beantragen sie aber einfach kein Asyl im eigenen Land. And what do you think of the fence? Was halten Sie von dem Zaun? Für was ist der Zaun? Ach, das muss ich nicht kommentieren. Wir brauchen keinen Zaun, ja? Für was? Ich verstehe überhaupt nicht. Wenn diese Leute das kommen, die kommen gerade mit dem Busse dort, wird Aufnahmezentrum und die gehen weit weg, ja? Aber wer kommt schwarz hier, ich kann mir nicht vorstellen. Die kommen direkt dort, ja? Aber nicht auch wie irgendwo anderes, ich weiß nicht wo. Der österreichische Bundeskanzler bezeichnet den Zaun als Tür mit Seitenteilen. Soll der Zaun lediglich die staatliche Kontrollierbarkeit von Migration suggerieren? Ist die europäische Abschottungspolitik diesen Herbst so erschüttert worden, dass Länder nun auf nationale Abschottung setzen? Bei Bedarf, sollte es wirklich notwendig sein, kann dieser Zaun auch jederzeit erweitert werden. Ja, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass Dublin hier nicht wirklich so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Man hat auch wahrscheinlich zu Dublin-Zeiten nicht mit so einem Flüchtlingsansturm gerechnet. Inwiefern hat sich das gezeigt, dass das nicht funktioniert? Ja, wenn mehrere tausende Menschen sich auf den Weg machen, wird man sie kaum aufhalten können. Es geht unter Umständen auch darum, dass Deutschland vielleicht die Grenzen dicht macht, Slowenien nicht mehr so kooperativ ist, Kroatien anders reagiert. Weil jetzt gerade gab es ja schon so eine Art Domino-Effekt auch sozusagen, dass eben Länder nacheinander dann die Grenzen geschlossen haben, weil sie vermeiden wollen, dass die Menschen dann bei ihnen quasi stranden und nicht weiterkommen. Gibt's da... Ich gehe mal davon aus, dass so ein ähnlicher Effekt eintreten wird. Ganz klar, logisch.